jetzt bei mir in die heiße Phase geht, wollte ich das Ganze etwas dokumentieren. Und da heute, oder gestern besser gesagt, der nächste große Schritt passiert ist, wollte ich damit jetzt anfangen. Annyeong 여러분, Jessie입니다. Es gibt Neuigkeiten, und zwar bin ich endlich bei einer koreanischen Uni angenommen worden. Und zwar ist das die Hankuk University of Foreign Studies. Ja, jetzt ist es eigentlich nur noch ein Monat, bis ich in Korea landen sollte, damit ich mit der Quarantäne und den Einstufungstest dann noch alles, damit das noch alles klappt. Und jetzt muss ich in der Zeit eben noch das Visum beantragen. Ich hoffe wirklich, es klappt in dieser kurzen Zeit. Seht ihr, wie viel graue Haare ich dazu bekommen habe? Es ist echt nervenaufreibend. Also für Leute mit schwachen Nerven und keine Ahnung, ist es wirklich nicht zu empfehlen, sowas zu machen. Aber immerhin einen großen Schritt näher. Amen. Es gibt wieder Neuigkeiten, und zwar ist mein Reisepass zurückgekommen und man muss ja zum Visumsamt das Geld erst überweisen und dann schickt man seinen Pass und die Unterlagen hin. Und von diesem Moment an, als ich das hingeschickt habe, hat es ziemlich genau 2 Wochen gedauert, bis er dann wieder zurück im Briefkasten war. Gott sei Dank mit dem Visum. Also es kann weitergehen in der Planung und als nächstes ist dann das Ticketbuchen dran. Genau. Leute, so, ich bin jetzt gerade beim Ticketbuchen und was ist mit den Flugpreisen los? Das ist ja... In einem letzten Video hatte ich über die Schule und Seoul geredet und hatte noch gesagt, dass ich damals Premium Economy Class gebucht hatte, also beziehungsweise die Agentur, die das gemacht hat für mich. Und da habe ich für den Flug so viel, also fast so viel gezahlt, wie ich jetzt für Economy zahle. Ich hatte das zwar ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher schon gebucht, das Ticket, aber kann doch nicht so krass in die Höhe geschnellt sein. Schaut mal. Allerdings für diesen Preis, das ist ja der 4-fache Preis der Economy Class. Also nee, das würde ich auf jeden Fall niemandem empfehlen. Dafür fliege ich lieber Holzklasse, als so viel Geld für einen Flug auszugeben. Das wollte ich nur noch mal sagen. So, sonst nehmen wir diesen. Also ich. Und ja. Ich fliege übrigens von Leipzig aus. Und dann buche ich mir mal diesen Flug. Und das nächste ist dann Koffer packen. Ich denke, da werde ich auch einige Ausschnitte von zeigen. Bis dahin. So, meine Lieben, jetzt werde ich den Koffer packen. Ich habe eigentlich schon die letzten Wochen und Monate damit zugebracht, zu sehen, welche Teile ich kombiniere, damit ich nichts Sinnloses mitnehme. Ja, denn so viel passt da leider nicht rein. Und lasst uns einfach mal anfangen. So. Und damit ich das so ein bisschen besser organisieren kann, habe ich mir solche Packing Cubes geholt. Ich denke, die sind ziemlich praktisch. So, und dann habe ich jetzt eigentlich 3 Hosen für den Herbst und Winter und dann noch 3 ein bisschen gemütlichere Hosen für zu Hause und wenn es noch nicht ganz so kalt ist. Und den hier.
da ich ja über den Winter da bin, muss ich auch warme Sachen einpacken, wobei ich das Gefühl habe, ich habe fast nur Sommerkleidung und so Übergangskleidung. Aber ich denke mal, an Wintersachen können wir dort auch noch kaufen. Und Oberteile. Ich habe jetzt auch nur so 3 Langarm-T-Shirts mitgenommen und 3 Kurzarm-T-Shirts, weil, ja, wie gesagt, ich will auch nicht zu viel mitnehmen, weil der Koffer wird auch so schon voll genug. Aber das Problem an der ganzen Sache ist, dass ich über die Jahre auch viele Klamotten genäht habe und die endlich mal anziehen will. Aber in der Kleinstadt, wo ich lebe, habe ich einfach keine Gelegenheiten, diese mal anzuziehen. Deswegen hoffe ich darauf, die mal in Korea anziehen zu können. Ein Stapel Kleider. Ich glaube, ich habe zu viele. Aber ich will die alle anziehen. Achso, einen Rock nehme ich noch mit. Den habe ich auch genäht. So, dann ist hier noch ein Säckchen mit BHs und Unterwäsche und hier auch. Da packe ich noch 3 Tops, nehme ich mit. Und meinen Schlafanzug. Und vor allem habe ich mir auch einen Rock genäht, einen Modern Hanbok. Und wie der aussieht, könnt ihr hier auf dem Bild sehen. Und den will ich auch auf jeden Fall mal tragen. Deswegen, achso, den habe ich ja auch selbst genäht. Und wie das geht, könnt ihr auch in diesem Video sehen, was ich euch verlinke. Das ist auf meinem Nähkanal, falls irgendjemand von euch auch näht und gerne einen traditionellen modernen Hanbok haben will. Ja, könnt ihr gerne nachnähen. Ja, den lege ich vielleicht zum Schluss ganz oben drauf. Und dann habe ich nämlich auch noch einen modernen Hanbok Oberteil genäht. Muss ich mal gucken, ob ich dafür eine Gelegenheit finde, das anzuziehen. Aber ich finde den Stoff auch so schön. Das muss auch mit. Und dann muss ich nämlich noch ein paar Klamotten von meinem Freund mitnehmen, die bei ihm letztens auch nicht reingepasst haben. Und auf jeden Fall, da ich wahrscheinlich noch Platz haben werde, nehme ich auch so Haarshampoo und Spülung mit, weil die Shampoos in Korea so für unsere dünnen Haare nicht so gut geeignet sind. Und hätte ich jetzt aber keinen Platz, würde ich die jetzt auch nicht mitnehmen. Also das ist nur, weil ich noch Platz habe. Und noch ein paar Sachen, mein Trenchcoat und so ein paar Übergangsjacken. Genau, die kommen auch noch mit oben drauf. Und dann noch 2 Schuhe, einmal hell, einmal dunkel. Hier. Und meine kurzen Hosen, die müssen auch noch mit rein. Die nehme ich jetzt auch nur so 2, 3 mit. Genau, dann habe ich noch meine, wie nennt man das, Kulturbeutel. Fehlen jetzt noch ein paar Sachen, aber es sind ja auch noch ein paar Tage Zeit. Und mein Schmucktäschlein. Habe ich schon alles eingeräumt. Das kommt dann auch noch mit rein. Ach genau, und Schwimmsachen und Kontaktlinsenzeug. So, jetzt werde ich das mal alles in dieses nette Köfferchen packen. Achso, Handtücher muss ich auch noch mitnehmen, weil in der Quarantäneunterkunft gibt es dann leider kein Handtuch. Deswegen muss ich das mitnehmen. Und das kleine Tierchen, das Geschenk für die Nichte von meinem Freund, das muss auch noch mit rein. Das ist so süß. Und hier sind dann noch die Sachen, die ich anziehen werde auf dem Flug. Ich werde mich schön schichtmäßig anziehen, damit eine Menge mit kann. Und die Schuhe, die kommen dann, also die ziehe ich dann auf dem Flug an. Das sind praktisch meine
schicken Schuhe. Ich habe leider keine anderen schicken Schuhe, in denen ich wirklich gut laufen kann oder lange laufen kann, weil das ist auf jeden Fall notwendig. So, und ins Handgepäck nehme ich natürlich noch einen Rucksack, wo ich erstmal alle Unterlagen und so mit reinnehme und auch alle Geräte wie Laptop und Kamera, alles Wertvolle eben. Und ja, hier sind zum Beispiel noch zusammengefasst einige Elektronikgeräte und ja, Laptop tue ich jetzt noch nicht rein, aber auch ein Schlafkissen, was ich dann auch so normal immer zum Schlafen nehme. Aber ich denke, für den Flug wird es ganz praktisch sein. Und ja, alles so, was ich nicht unbedingt auf dem Flug brauche. Und das, was ich jetzt wirklich auf dem Flug brauche oder während des Fluges, tue ich nochmal in so eine kleine Handtasche. Da habe ich die nämlich auch gleich transportiert. Und das ist jetzt wirklich nur eine kleine. In Korea muss ich mir dann noch eine kaufen, die auch Hefter und so A4-Hefter eben fassen kann, weil hier passt es leider nicht rein. Das hat mir schon in Deutschland immer gefehlt. Werde ich auf jeden Fall dort holen. Und da nehme ich jetzt noch so ein kleines Buch, wo ich Vokabeln reingeschrieben habe. Falls ich Lust habe und Langeweile, kann ich auf dem Flug dann Vokabeln lernen. Und eben ein kleines Täschchen, wo Reisepass und alles Mögliche drin ist. Und ja, dann auch so Sachen wie Powerbank und MP3-Player und natürlich Handy und Taschentücher und Bonbons und mal gucken, Kaugummi. Kaugummi ganz wichtig, bei Landung und Start immer ein Kaugummi kauen, damit die Ohren nicht zugehen. Ach genau, und der muss hier mit rein, weil der hat leider nicht in den Koffer reingepasst. Tue ich vielleicht hier in den großen mit rein, genau. So, ich denke, dann habe ich fast alles. Die letzten Sachen kommen natürlich erst kurz vor Abflug rein. Und dann kann es eigentlich losgehen. So, und das nächste Video, oder wenn das Video online kommt, bin ich sicherlich schon in Korea. Also mal schauen, ob ich den Flug irgendwie mitfilmen kann, wenn es nicht zu umständlich ist oder ich mich zu unwohl fühle oder so. Ich würde schon gerne. Na, mal schauen. Dann, wir sehen uns in Korea. So, das ist dann also mein Gepäck. Ich hätte auch voll gerne den gelben Koffer genommen, aber der ist leider zu klein. Annyeong!